Seit knapp 4 Jahren fahren wir mit unseren Fahrrädern um die Welt. Fast 50.000 Kilometer liegen hinter uns und wir waren in so ziemlich jedem Terrain und allen Wetterbedingungen unterwegs, die man sich nur vorstellen kann. Dabei kommt es natürlich vor allem auf Abenteuerlust und Durchhaltevermögen an. Aber sind wir doch mal ehrlich, ein passendes Fahrrad kann dabei auch nicht schaden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute möchte ich euch einmal unsere Räder genau im Detail vorstellen und vor allem erzählen, was denn alles genau kaputt gegangen ist, womit wir an unseren Rädern zufrieden sind und womit wir nicht zufrieden sind und was wir an dem perfekten Reiserad anders machen würden. Viel Spaß! Wir haben beide das Modell Expedition von der Firma Böttcher aus Norddeutschland. Ausgestattet ist dieses Fahrrad mit einer Rohloff-Narbe, mit Magura HS33 Felgenbremsen, mit einem Schmitz Original Narbendynamo. Um unser Gepäck zu transportieren, haben wir Gepäckträger von der Firma Tubus. Die Laufräder haben eine Größe von 26 Zoll und sind jeweils mit einer Felge von Rigida bestückt. Als Reifen haben wir im Moment ein Continental Top Contact 2 drauf, sind davor allerdings auch zweimal schon mit dem Schwalbe Marathon Mondial gefahren, den wir auch als nächstes wieder aufziehen werden. Beim Antrieb haben wir noch klassisch auf die Kette gesetzt und fahren mit einem Übersetzungsverhältnis von 42:16. Soweit der Überblick. Dann wollen wir uns jetzt mal angucken, was denn alles kaputt gegangen ist an unseren Fahrrädern. Ja, das erste, was wirklich richtig kaputt gegangen ist, war meine Hinterradfelge. Zwar hat die sich nach knapp 10.000 Kilometern mitten in der Türkei auf einmal aufgelöst. Da war ein fetter Riss drin und wir haben sofort den Rohloff-Service kontaktiert und haben die gefragt, was können wir machen, wir brauchen eine neue Felge. Die meinten sofort, ja, am besten müsst ihr gucken, dass ihr wieder eine Rigida-Felge reinbekommt. Die gibt es allerdings nur in Istanbul. Dann bin ich, ja, wie ihr es vielleicht in dem Türkei-Video gesehen habt, mit dem Bus nach Istanbul gefahren, habe die Felge wirklich ausgewechselt bekommen und bin am gleichen Tag noch abends mit dem Nachtbus wieder zurückgefahren. Jeweils irgendwie, ich weiß nicht, 600 Kilometer oder sowas hin und zurück im Bus. Das war wild. Auf unserer gesamten Reise ist lediglich eine einzige Speiche gebrochen. Ansonsten sind die Speichen noch genauso drinne, wie wir sie gehabt haben, als wir das Fahrrad gekauft haben. Da kommt halt auch ein Vorteil der Rohloff ins Spiel mit Kombination von den 26 Zoll Laufrädern. Die Speichen sind super kurz, somit sind die Kräfte, die darauf wirken, nicht ganz so groß und die Steifigkeit ist höher und die Speichen gehen sehr viel seltener kaputt als bei normalen Laufrädern. Mit den Magura HS33 Felgenbremsen sind wir soweit eigentlich ziemlich zufrieden. Wir sind 2 Jahre lang gefahren, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Und das ist schon eine gute Hausnummer, würde ich sagen, unter den Extrembelastungen, unter denen wir diese Bremsen verwendet haben. Nach 2 Jahren hatten wir dann vereinzelt immer mal Probleme, dass Öl ausgelaufen ist, dass wir das Öl nachfüllen mussten, dass wir die Bremsen neu entlüften mussten, dass wir die Bremsklötze neu einstellen mussten, dass die Bremsen zum Teil ungleichmäßig gebremst haben. Auf der linken Seite zum Beispiel stärker als auf der rechten Seite. Also sie haben irgendwann angefangen, Zicken zu machen. Nichtsdestotrotz sind wir mit diesen Bremsen absolut zufrieden und werden die auch weiterhin verwenden. In den knapp 50.000 Kilometern, die wir gefahren sind, haben wir jeweils 8 komplette Ketten durchgefahren. Also 8 Mal haben wir eine neue Kette aufgezogen.
natürlich, ja, immer wenn es feucht wurde, wenn es dreckig wurde, Kette gereinigt, neu geölt. Aber nichtsdestotrotz haben wir 8 Ketten durchgefahren. Die Pedalen von Olga sind immer noch die ersten Pedalen, die sie hat. Ich habe einmal die Pedalen gewechselt. Man sieht richtig, wie abgefahren diese Pedalen schon sind. Nur durch den Gummischuh, mit dem sie darauf steht, sind diese ganzen spitzen Zacken, die da eigentlich drauf sind und für Halt sorgen, komplett abgeschliffen und die Pedale ist eigentlich komplett flach. Nach gut 40.000 Kilometern ist bei mir die Sattelhalterung durchgebrochen und ja, der Sattel war quasi nicht mehr zu gebrauchen. Da musste dann Ersatz her. Platten gehören bei so einer Reise natürlich ja fast zum Tagesgeschäft, zumindest in manchen Gegenden, wo viele Dorn oder was auch immer Metallstückchen auf der Straße liegen. Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Platten wir haben. Bei 100 Platten haben wir irgendwann aufgehört zu zählen. Es sind ja unzählige. Eine Vorderlampe ist uns kaputt gegangen. Irgendwie ja, eine Art Wasserschaden. Da muss irgendwie Wasser reingekommen sein. Wir haben sie auseinandergeschraubt und sie war von innen komplett verrostet. Auch einmal ausgewechselt. Sieht man das? Ich glaube ja. Also diese Befestigungsschraube von meinem Lenker quasi, der Vorbau, die ist kaputt gegangen. Da ist innen drin so ein Verkrallungsmechanismus, dass man quasi diesen Winkel unterschiedlich einstellen kann, aber ja, diese Befestigung ist nun quasi kaputt und deswegen hat der Lenker so kleines Spiel, insbesondere beim Bergauffahren merkt man das schon, weil man dann so doch sehr viel Kraft auf dem Lenker immer hat und sich sehr doll dran festhält und es wackelt. Ja, oh ja doch, man sieht es glaube ich ganz gut. Schon ein bisschen. Hier noch eine Kleinigkeit, der Lenkergriff macht es nicht mehr mit. Ja, der ist komplett ab eigentlich. Da muss was Neues her. Ja, unsere Spiegel von Ergotech, die sind auch super. Allerdings hatten wir einen richtig krassen Hagelschauer in der Mongolei und da ist ein Spiegel leider kaputt gegangen. Den mussten wir dann auch einmal auswechseln. Aber hat auch wunderbar geklappt. Als nächstes hier Olgas Laufrad. Und zwar haben wir da ein bisschen Probleme mit dem Dynamo. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auch auf der Kamera sieht. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Also man sieht, das Vorderrad wackelt wirklich. Und ja, höchstwahrscheinlich müssen die Lager in dem Dynamo einmal entweder nachgestellt oder ausgewechselt werden. Das werden wir jetzt auch in Angriff nehmen. Die Rohloff-Schaltung wird mechanisch über 2 Schaltzüge angesteuert. Und als wir in Indien waren, sind diese Schaltzüge bei Olga oder einer davon gerissen, sodass ein Schalten nicht mehr möglich war und wir mussten die Schaltzüge von der Rohloff einmal komplett auswechseln. Ja, das war eine recht fummelige Arbeit, weil man da wirklich in diese Schaltbox irgendwie alles komplett neu einlegen muss, diese Schaltzüge, und sie auch noch auf die richtige Länge abschneiden muss und wir dann auch nicht das richtige Werkzeug hatten. Also es hat schon irgendwie einen Tag gedauert, diese Schaltzüge hier einmal komplett neu reinzulegen. Ja, aber schlussendlich hat es funktioniert. Jetzt können wir beide wieder wunderbar schalten. Ja, mit unserem Tretlager haben wir beide irgendwie ein bisschen Probleme. Bei Olga ist es so, dass es irgendwie manchmal anfängt zu quietschen. Also auch schon, ja, schon wirklich lange, sage ich mal. Das quietscht schon ziemlich lange. Ja, haben wir uns nie wirklich richtig drum gekümmert. Das werden wir jetzt auf jeden Fall in Angriff nehmen und das Tretlager einmal auswechseln. Bei mir ist es so, dass ich beim Treten zum Teil Vögel. Bei mir ist es so, dass ich beim Treten, insbesondere auch in kleinen Gängen, ich glaube wirklich sogar am oberen Punkt, so einen ganz leichten Bereich habe, wo ja, ich keinen Tretwiderstand habe und das Pedal quasi oder
die Kurbel quasi so ein kleines Stückchen so weiterspringt, also wirklich nur ganz minimal, 1 Millimeter oder so, aber insbesondere wenn man halt in den niedrigen Gängen bergauf fährt, merkt man das. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mit dem Tretlager zusammenhängt. Deswegen werden wir das bei mir auf jeden Fall auch auswechseln. Sieht man das? Ja, ich glaube. Also das ist Olgas Vorderradfelge. Und da in der Mitte sieht man wirklich, dass da ja ein Riss ist, der sich da wirklich komplett durchzieht eigentlich. Fast einmal komplett um die Felge rum. Also die Felgen sind jetzt quasi wirklich so weit abgebremst, dass das Material so dünn ist, dass es jetzt in der Mitte quasi wirklich eingedrückt wird und da langsam quasi ein Riss entsteht. Also die Felge, das ist die Vorderradfelge, die ist im Eimer, die muss absolut unbedingt so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Das werden wir auch machen. Und die Hinterradfelge sieht nicht viel anders aus. Ich glaube, auf der anderen Seite sieht man das zum Teil irgendwo. Ja, da. Da so, ne? Ja, da ist halt genau so ein Riss. Ja, das gleiche quasi, was bei mir damals in der Türkei passiert ist. Nur, dass es bei mir in der Türkei nach 10.000 Kilometern passiert ist und hier ist jetzt nach 50.000. Und ja, das ist halt der Nachteil, wenn man Felgenbremsen hat. Man bremst sich die Felge kaputt. Ja, natürlich sind noch irgendwie ein paar andere Sachen kaputt gegangen, also diverser Kleinkram. Dann haben wir mal irgendwie Schrauben ersetzt oder irgendwelche Halterungen oder wie ein Schutzblech geklebt. Was weiß ich, natürlich irgendwie auch viele Kabelbinder im Einsatz. Irgendwie hier und da mal irgendwie ein bisschen Kleber drüber oder irgendwie mit einem Draht irgendwie was festgebunden. Da sind ganz unterschiedliche Dinge noch, die da zusätzlich noch kommen, aber das ist alles irgendwie Kleinkram, der läuft so nebenbei halt weg. Das ist das alltägliche Business. Ansonsten sind das die Sachen, die halt ja, an unserem Fahrrad oder an unseren Fahrrädern kaputt gegangen sind. Das hört sich jetzt vielleicht so auf einem Schlag erzählt doch recht viel an, aber man muss wirklich überlegen, das sind 4 Jahre intensivster Einsatz dieser Räder und dafür müssen wir sagen, sind wir wirklich absolut zufrieden damit. Insbesondere halt wirklich mit dem Rahmen. Es ist ein Stahlrahmen. Der ist wirklich 1A zusammengeschweißt, der hat uns nicht im Stich gelassen. Da haben wir wirklich von anderen Radreisenden gehört, denen der Rahmen gebrochen ist, der geschweißt werden musste und so weiter. Ja, toi toi toi, dass unser weiterhin so gut hält, aber damit sind wir sehr zufrieden. Und ja, damit kommen wir auch zum nächsten Punkt in diesem Video. Was gefällt uns an unseren Rädern richtig gut und würden wir definitiv nochmal wieder so machen? Ja, also richtig zufrieden sind wir auf jeden Fall mit unseren Sätteln von der Firma Terry. Wie gesagt, ist ja ein Sattel einmal kaputt gegangen. Das waren dann Ermüdungserscheinungen hier unten in der Befestigung von dem Sattel. Ansonsten, was den Sitzkomfort angeht, ist der absolut unschlagbar. Also auch nach über 100 Kilometern kann man da gemütlich noch drauf sitzen. Hinternschmerzen gehören, naja, nicht hundertprozentig der Vergangenheit an. Ich glaube, das ist nicht möglich, aber schon so gut wie immer. Also wir haben seltenst Probleme eigentlich. Das Schöne an diesem Sattel ist halt, ja, dass er aus Kunststoff ist und ja, mit verschiedenen Gelen und so weiter. Und nicht aus Leder, wie viele andere Radreisende, ja, wo viele andere Radreisende drauf schwören. Wir finden, Leder ist weder ökologisch noch ethisch ein vertretbares Produkt und hat somit auf einem Fahrrad, mit dem man die Welt erkunden möchte, nichts zu suchen. Das hier ist definitiv die geilere Variante. Ja, wie eben schon gesagt, unsere Spiegel von Ergotech, die sind super. Damit kann man richtig schön nach hinten gucken. Na, sieht man das hier? Ja, so, guck mal. Ja, man sieht, was hinter einem los ist. Man hat den Verkehr immer voll im Blick und die sind schön groß. Die haben hier diesen stabilen diese stabile Metallbefestigung. Die sind super. Dann auch noch einmal zu den Gepäckträgern. Die sind auch absolut top, keine Probleme mit gehabt. Es gibt halt ja hier so ein paar Flugrostgeschichten und so weiter, aber ja, der Haltbarkeit macht das eigentlich keinen Abstrich.
Die werden auch weiterhin unser Gepäck tragen. Wir haben hier solche Gartenschläuche rübergezogen quasi, aufgeschnitten, rübergezogen und dann mit Kabelbindern festgemacht, um halt ja ein bisschen zusätzlichen Schutz noch für die Taschen quasi zu gewährleisten, beziehungsweise dass die Taschen hier nicht den Gepäckträger kaputt kratzen. Ja, hat ganz gut funktioniert. Ja, und nochmal wieder zur Rohloff, also auch mit der sind wir absolut zufrieden. Knapp 50.000 Kilometer runter, ich weiß nicht, ich glaube 4 oder 5 Mal einen Ölwechsel gemacht, also einmal das komplette Öl rausgezogen und neues Öl reingezogen. Ansonsten hatten wir keinerlei Probleme damit. Wie gesagt, einmal die Schaltzüge gerissen, aber ja, die konnten wir dann auch wechseln. Ansonsten läuft die wunderbar. 14 Gänge, damit kommt man jeden Berg hoch. Das ist natürlich auch absolut geil. Das ist hier die Air Sound Hupe. Das Ganze ist, hier sieht man, ja, so eine Hupe und hier unten am Fahrrad ist ein Druckluftbehälter montiert. Den füllt man auf, indem man hier mit einer Luftpumpe rangeht und das Ganze aufpumpt, ja, auf bis zu 4 Bar. Und dann hat man da Druck drauf und man kann das Ganze halt super benutzen. Ja, also in Summe können wir sagen, wir sind wirklich sehr zufrieden mit den Fahrrädern. Gibt halt ja die Komponenten, die ich jetzt aufgezählt habe, die uns wirklich besonders gut gefallen. Aber auch die restlichen Sachen, die dran sind, was weiß ich, die Beleuchtung und die Klingel und die Griffe und die Lenker und ja, was weiß ich, die Flaschenhalter, all das ganze Kleinkram. Das ist schon ja, ein gutes Gesamtbild. Dennoch gibt es halt ein, zwei Sachen, die wir eventuell anders machen würden bei einem zukünftigen Reiserad, die aber ja, zum Teil jetzt nicht wirklich änderbar sind an unseren Rädern. Und das sind folgende Sachen. Die Felgenbremsen. Das ist ein bisschen problematisch halt, dass die Felgen dadurch halt so kaputt gehen können, wie es bei Olga jetzt passiert ist. Wir müssen jetzt beide Felgen quasi auswechseln. Die Bremsen sind gut, sie machen einen guten Job. Sie bremsen vernünftig, sie sind relativ wartungsarm und sie halten wirklich lange. Aber ja, sie bremsen dir auf Zeit irgendwann deine Felge kaputt. Und deswegen würden wir jetzt, wenn wir das Fahrrad nochmal neu zusammenstellen würden, wahrscheinlich keine Felgenbremsen nehmen, sondern Scheibenbremsen. Es ist jetzt, naja, es wäre natürlich möglich, das hier irgendwie umzubauen, aber wir haben gesagt, das ist es jetzt nicht wert. Beim nächsten Fahrrad nehmen wir Scheibenbremsen. Jetzt, nach 50.000 Kilometern, wechseln wir halt einmal die Felgen aus, nehmen wieder Felgenbremsen, weil sie sich durchaus bewährt haben. Und mit den neuen Felgen können wir dann halt wieder, ja, hoffentlich wieder nochmal 50.000 Kilometer fahren, ich weiß nicht. Ja, der Aufwand wäre jetzt zu groß, irgendwie hier jetzt Scheibenbremsen einzubauen. Auch hinten bei der Rohloff, da müsste man irgendwie alles wieder umbauen. Da haben wir jetzt keine Lust drauf. Wir bleiben bei den Felgenbremsen, weil sie ja, gut bremsen, langlebig sind und den einen kleinen Nachteil, sage ich mal in Anführungszeichen, haben, dass sie die Felge durchbremsen. Aber wenn man eine vernünftige Felge hat, passiert das halt erst nach sehr langer Zeit. Was wir uns so für ein zukünftiges Rad auch noch vorstellen könnten oder was wir vielleicht auch noch hier machen würden, ist so eine, ja, wie heißt denn das eigentlich? Weiß ich gar nicht genau. So eine Federung. So eine federnde Sattelstütze hier einzubauen. Da gibt es solche Teile, die werden quasi hier eingebaut und das ist so eine Federung. So eine Sattelfederung. Ich weiß gar nicht genau. Also ich habe das halt irgendwie bei ein paar anderen Reiseradlern gesehen, dass die sowas haben. Aber so ganz genau weiß ich gar nicht, wie das funktioniert und ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Da würden wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen recherchieren. Oder vielleicht hat da ja auch jemand von euch Erfahrung mit und kann uns das mal sagen, ob das eine gute Sache ist, ob wir das machen sollten. Das wäre dann eventuell auch noch eine Option, die wir anders machen würden. Ja, die Pedalen sind halt auch noch so eine Sache. Also im Moment haben wir halt ganz einfache Pedalen ohne irgendwie Klickverschluss oder sowas. Da haben auch immer wieder viele Leute kommentiert, warum haben wir denn keine Klickpedalen? Warum haben wir keine vernünftigen Schuhe, mit denen wir uns da reinklicken können? Ja, also wir sind 50.000 Kilometern sehr gut mit diesen Pedalen gefahren.
Allerdings bin ich am Überlegen, ob wir das vielleicht doch einmal ausprobieren mit den Klickpedalen. Sind wir uns auch noch nicht so ganz sicher. Also wir sind halt noch nie mit Klickpedalen gefahren, weil wir halt ja, Angst haben, dass wir uns nicht so ganz sicher fühlen, dass wir uns halt ja wie so viele irgendwie mindestens einmal auf die Fresse legen. Ja, aber eventuell würden wir es auch einmal ausprobieren. Schreibt da doch auch einmal in die Kommentare, welche Erfahrung ihr denn mit Klickpedalen habt und ob das wirklich so viel besser ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es auch einmal ausprobieren. Ja, mit der Bereifung sind wir eigentlich, wie gesagt, auch zufrieden. Also jetzt haben wir gerade Continental drauf. Wir haben allerdings oben schon einen neuen Satz Schwalbe Marathon Mondial liegen. Ja, die Reifen fahren sich beide soweit gut. Also das sind beides gute Reifen. Continental Top Contact 2 und der Marathon Mondial. Was uns jetzt mittlerweile ein bisschen stört, ist doch die Breite der Reifen. Wir würden gerne Reifen haben, die etwas breiter sind. Da gibt es von Schwalbe, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, das sind dann 27,5 Zoll und die Reifen sind 62 mm breit. Das sind so Ballonreifen, so nennen die sich, glaube ich. Und da hat man dann insbesondere halt im Gelände ein bisschen mehr Federung und halt auch ein bisschen mehr Grip noch. Und da wir halt gerne mal irgendwie ja, auf Schotterpisten unterwegs sind, wie ihr wisst, wäre das schon cool, noch breitere Reifen zu haben. Problem ist halt allerdings, das lässt unser Rahmen nicht zu. Also da ist hinten am Hinterreifen zwischen Reifen und Rahmen nicht genügend Platz, um da solche großen Reifen reinzuziehen. Und vor allen Dingen ist es halt auch ein 26 Zoll Reifen hier. Da passt sowieso kein 27 Zoll rein. Deswegen können wir das an diesem Fahrrad nicht ändern. Würden wir dann halt auch beim nächsten Fahrrad so machen. Und jetzt fahren wir mit den 26 Zoll Reifen weiter, ja, weil sie sich auch bewährt haben. Und insbesondere halt ja, durch die kleinere Laufradgröße die Speichen sehr viel stabiler sind, wir wenig Probleme mit wenig Probleme mit Speichenbrüchen haben und ja, sie sich halt auch einfach wunderbar fahren. Von daher ist das auch okay, aber ja, beim nächsten Rad breitere Reifen, solche Ballonreifen, das wäre schon cool. Und noch was zu den Reifen. Ja, man sieht es, hier ist das Ventil. Also wir haben ganz normale Reifen mit Schlauch drinne und mit Luft drinne. Und jetzt insbesondere nach dem letzten Indien-Video, da hatten wir sehr viele platte Reifen. Da haben viele Leute vorgeschlagen, warum wir denn nicht unplattbare Reifen fahren mit so einer Milch drinne, die quasi, wenn man dann Platten hat, aus dem Reifen quasi austritt und den Reifen dann sofort wieder verschließt, beziehungsweise den Schlauch. Also so eine Tubeless Tires, also ja quasi ohne Luft drin, sondern nur mit dieser Milch irgendwie drin. Ja, ist vielleicht eine schöne Sache für so Wochenendtouren, aber ich glaube, wenn man damit wirklich halt auf großer Expedition durch die ganze Welt ist, hat man da doch irgendwie mehr Probleme mit, wenn das dann irgendwie mal leer ist oder so, was man das auffüllen muss. Man muss die Reifen dann auch irgendwie mit so einem Kompressor, glaube ich, zum Teil irgendwie aufpumpen und so weiter. Also ja, für zu Hause, sage ich mal, so für Deutschland-Touren, für kleinere Touren ist es bestimmt eine ganz nette Sache. Aber ich weiß nicht, ich bin da skeptisch, ob man das auch auf so einer großen Tour über 4 Jahre, 50.000 Kilometer, ob man damit dann wirklich zufrieden ist oder ob es nicht doch besser ist und einfacher ist, einfach 100 platte Reifen eben zu flicken. Ja, bei der Kette ist halt echt immer das Problem, immer wieder sauber machen, ölen, sie auf Spannung stellen mit dieser Mutter quasi, immer das Hinterrad ein Stückchen weiter nach hinten ziehen und die Kette irgendwie auswechseln und alles ist schmierig und nervig. Da würden wir definitiv jetzt auf einen Riemenantrieb wechseln. Das ist absolut Stand der Technik, insbesondere jetzt. Das war es damals halt vor 4 Jahren noch nicht so wirklich. Da hat sich aber in den 4 Jahren doch noch eine Menge getan. Da würden wir jetzt definitiv auf einen Riemenantrieb wechseln. Den stellst du halt einmal ein
Und du hast halt kaum Abnutzung, sodass du ihn nicht wieder einstellen musst. Du hast keine Probleme mit Schlamm und Dreck. Du musst ihn nicht ölen. Er hält auch irgendwie bis zu 20.000 Kilometer, glaube ich, durchschnittlich. Zum Teil natürlich auch länger. Kannst du auch problemlos als Ersatzteil mitnehmen. Du kannst ihn so achtförmig zusammenlegen und einfach in deine Ersatzteiltasche legen. Wiegt nichts. Deswegen da sind die Vorteile absolut gegeben. Aber dafür braucht man halt ja, so eine Unterbrechung im Rahmen. Ich weiß nicht, so eine, wie heißt denn das? Ja, halt so eine Öffnung im Rahmen, wo man den Riemen dann durchzieht. Das haben wir nicht. Dafür muss der Rahmen halt extra hergestellt sein. Deswegen lässt sich das mit diesem Rahmen auch nicht durchführen. Ja, und deswegen bleiben wir auch da bei der Lösung, die wir haben. Ja, aber das wäre dann so, glaube ich, das Traumrad, wenn wir dieses Rad dann mit Scheibenbremsen hätten, mit breiteren Reifen und mit Riemenantrieb. Das wäre die Deluxe-Variante. Ja, man muss ja noch irgendwie weiter träumen dürfen und weitere Ziele haben. Wir sind erstmal so, wie die Räder sind und so, wie wir sie jetzt reparieren und aufmotzen werden, zufrieden. Da wird demnächst dann auch ein weiteres Video kommen, wo wir nochmal zeigen, wie wir die Räder jetzt irgendwie repariert haben und Teile ausgewechselt haben. Wir sind ein bisschen in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen, also wir werden ein paar neue Teile bekommen. Zum Beispiel die Bremsen werden wir komplett auswechseln und ja, die Reifen, die Schläuche, die Mäntel, das habe ich ja schon gesagt. Dann wahrscheinlich noch einen neuen Lenker und Lenkergriffe bekommen. Und ja, so ein bisschen Kleinkram irgendwie. Das werden wir dann im nächsten Video alles nochmal genau vorstellen. Ansonsten sind das unsere Räder, unsere Schmuckstücke, mit denen wir jetzt, ja, ich glaube irgendwie 49.300 Kilometer gefahren sind. Durch 43 Länder, meine ich. Ja, jetzt ist es Zeit, sie einmal wieder ein bisschen herzurichten, aber es sind Top-Räder, die haben damals 2.500 € das Stück gekostet. Ich glaube, mittlerweile kriegt man das Modell in der Ausführung, ich weiß nicht, vielleicht für 3.500 €. Also die Preise steigen natürlich. Ja, wir sind glücklich, dass wir das haben. Wir freuen uns schon darauf, bald weiterfahren zu können. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt erstmal Reparatur angesagt. Und dann geht es irgendwann weiter. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was ihr von unseren Rädern haltet und was ihr euch denn für ein Traumreiserad zusammenstellen würdet. Ob ihr da ähnliche Meinungen habt wie wir jetzt, ob ihr noch ganz andere Wege gehen würdet, ganz andere Komponenten wählen würdet, anderes Rahmenmaterial, andere Laufradgröße, auch ja, Felgenbremsen oder Scheibenbremsen. Ob ihr auch mit der Rohloff unterwegs seid oder mit einer normalen Kettenschaltung oder mit der Pinienschaltung womöglich. Schreibt es bitte einmal in die Kommentare, da sind wir auch natürlich super interessiert dran, wie eure Meinung da ist und was ihr davon haltet. Ja, das war's. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Da gibt es das nächste Video aus Indien. Bis dann. Ciao. Heute einmal ohne Olga übrigens, falls euch das aufgefallen ist.